Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Wir schauen uns heute eine Spionagesoftware an und diese Software hat's richtig in sich. Ich erkläre dir kurz, was sie kann und danach willst du das Video komplett anschauen. Die Software kann jedes Handy hacken, egal ob Android oder Apple, und in der neuesten Version. Das neueste iPhone mit dem neuesten Software-Update kann inzwischen gehackt werden. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wer steckt dahinter, was kann die Software noch so und was wurde mit dieser Software gemacht. Das alles siehst du nach dem Intro. Viel Spaß! Cybersecurity. Be part of IT. Die ganze Software nennt sich Pegasus Projekt. Und das Pegasus Projekt wurde von der NSO Group entwickelt. Das ist eine israelische Firma, die sich darauf spezialisiert hat, Cyberwaffen zu bauen oder Spionagetools. Und diese Cyberwaffen sollen eigentlich zur Terrorismusbekämpfung eingesetzt werden. Das war aber nicht immer so der Fall, denn es ist vor kurzem rausgekommen, dass auch Journalisten überwacht wurden und eben die Handys der Journalisten wurden gehackt, Nachrichten ausgelesen, Kameras, Mikrofon, komplettes Programm. Genau. Das war jedoch nicht alles. Es wurden 50.000 Telefonnummern geleakt, die mit diesem Tool analysiert wurden oder gehackt wurden, ausspioniert wurden. Und davon wurden dann nochmal 180 Journalisten rausgefunden aus der Liste. Man hat sich da zusammengeschlossen und analysiert, welche der Telefonnummern sind Journalisten. 180 davon waren eben Journalisten. Genau. Die Software versucht auch, wenn sie ein Handy infiziert, natürlich die Spuren zu verwischen, wie eigentlich jeder Virus, der halbwegs gut programmiert ist. So läuft es auch beim Pegasus-Virus ab, aber man hat es trotzdem geschafft, durch forensische Analyse eines iPhones herauszufinden, dass iPhones eben betroffen sind, da der Virus auf einem iPhone gefunden wurde. Das hat man anhand von Vergleichen gemacht vom Datenvolumen, das verbraucht wurde auf bestimmten iPhones. Das ist natürlich ganz schlecht für unsere Sicherheit und auch die Sicherheit von Politikern, Journalisten und vielen weiteren Leuten, denn man kann durch diese Software der NSO Group eben Handys hacken, ohne dass sie irgendwas tun müssen, ohne dass der Nutzer irgendwas tun muss. Er muss keinen Link anklicken, er muss keine Webseite öffnen, er muss nirgends anrufen, egal, er muss gar nichts machen. Die Angreifer müssen nur die Telefonnummer in ihrer Hacking-Software eingeben und schon kann das Handy gehackt werden. Es werden da Sicherheitslücken ausgenutzt, die noch nicht gepatcht sind und es ist einfach unvorstellbar einfach geworden, jedes Handy zu hacken. Natürlich kommt nicht jeder an die Software, das ist klar, aber es kann trotzdem sehr viel Schaden mit dieser Software angerichtet werden, vor allem da auch nicht gut genug reguliert wird, dass diese Software nur gegenüber von Terroristen eingesetzt wird. Wie wir am Anfang schon gehört haben, es wurden auch Journalisten ins Ziel genommen. Also sehr traurige Sache, wenn man mal so überlegt. Und jetzt ist der Ball bei Google und Apple. Sie sollten auf jeden Fall neue Sicherheitslücken patchen und die auch erstmal selbst finden, falls sie noch nicht geleakt wurden. Und auf jeden Fall sollten sie meiner Meinung nach auch mehr Geld in die IT-Sicherheit stecken und natürlich auch Bug-Bounty-Programme mehr fördern. Also Bug-Bounty-Programme ist, Leute, die eine Sicherheitslücke finden und Google melden zum Beispiel, kriegen mehr Geld oder kriegen Geld dafür. Und hier müssen die Prämien auf jeden Fall höher sein, denn ansonsten gibt es Hacker, die eine Sicherheitslücke finden und von Apple sagen wir 100.000 Euro für die Sicherheitslücke bekommen und von eben solchen Firmen wie NSO kriegen sie 1 Million zum Beispiel. Natürlich verkauft der Hacker dann die Sicherheitslücke nicht an Apple oder Google, sondern an die NSO. Außer er ist moralisch korrekt, dann natürlich an Apple und Google. Aber die meisten wollen eben das Geld und verkaufen halt ihre Sicherheitslücken lieber teurer und machen dann natürlich auch mehr Geld. In der Hoffnung eventuell auch, dass diese Firma wirklich Antiterrorbekämpfung macht, was sie aber oft nicht nur machen. Die wollen natürlich auch nur möglichst viel Geld verdienen und deswegen verkaufen die ihre Software auch an Ländern, die jetzt nicht das Beste damit vorhaben. Ich zeige dir jetzt nochmal eine Karte, in der du siehst, in welchen Ländern diese Journalisten überwacht wurden. Und ja, das sind ziemlich viele Länder. Schau es dir einfach selbst an, ich blende es dir gleich ein.
Leider kann man sich davor nicht schützen, wirklich, außer man schaltet sein Handy aus und lässt es die ganze Zeit aus, oder man hat kein Handy, oder man wartet eben darauf, dass Apple und Google eben diese Sicherheitslücken patchen und es so nicht mehr möglich ist. Was aber schwierig sein wird, da dann kommen wieder die Hacker und finden neue Sicherheitslücken und verkaufen sie wieder weiter. Und das ist ein Kreislauf. Also, wenn du nicht ausspioniert werden willst und dir 100% sicher sein willst, dass du nicht ausspioniert wirst, dann darfst du eigentlich keine Technik haben. Du darfst kein Handy haben, kein Laptop und so weiter. Das ist ziemlich traurig, aber ja, wir können einfach darauf hoffen, dass wir nicht solche wichtigen Ziele sind und nicht in die Schussbahn geraten und eben dadurch nicht überwacht werden. Ja, leider trauriges Ende des Videos und ich kann es leider auch nicht ändern. Ich will nur einfach drüber aufklären, über dieses Thema, und dass du eben weißt, was heutzutage schon möglich ist, was abgeht auf der Welt, und dich eben aufklären und dir die Augen öffnen. Genau. In diesem Sinne war es das von mir. Ich wünsche dir wie immer einen wunderschönen Tag. Bleib sicher und wir sehen uns mit Sicherheit. Peace.